Wie schafft man es, Erklärvideos zu kreieren, die das Publikum fesseln? Neben der Story und der visuellen Gestaltung gibt es einen oft unterschätzten Faktor, der eine entscheidende Rolle spielt, um die Aufmerksamkeit deines Publikums zu lenken und eine emotionale Bindung aufzubauen. Die Musik eines Erklärvideos. In diesem Video zeige ich dir, welche Bedeutung Hintergrundmusik in Erklärvideos hat, wie sie hilft, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen und Emotionen zu wecken. Außerdem erfährst du, wie du sie richtig einsetzt und wo du sogar kostenlose Musik für deine Videos finden kannst. Also bleib dran! Herzlich willkommen bei MindNet, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Animierte Erklärvideos erklären, wie der Name schon sagt, meist komplizierte Themen oder Produkte durch einen Sprechertext und passende animierte Zeichnungen. Musik hilft dabei, diese Themen auf eine lockere Art rüberzubringen und die Inhalte einprägsamer und überzeugender zu machen. Mit der richtigen Musik machst du deine Erklärvideos abwechslungsreicher und insgesamt zu einem runderen Erlebnis für dein Publikum. Jeder von uns kennt es. Musik kann glücklich machen, Erinnerungen wecken, uns beruhigen oder zum Tanzen bringen. Und auch die Musik deines Erklärvideos kann Gefühle beim Publikum erzeugen oder eine bestimmte Atmosphäre kreieren. Leise Musik in Moll, vielleicht sogar von Streichern gespielt, sorgt für eine traurige und getragene Stimmung. Eine fröhliche und schnellere Dur-Melodie hingegen für gute Laune. Da sie Emotionen hervorruft, kann Musik außerdem die Geschichte deines Erklärvideos unterstützen und die Handlung strukturieren. Musik kann außerdem verwendet werden, um Elemente in der Handlung zu betonen. Ein Beispiel dafür, das ihr bestimmt alle kennt, ist die dramatische Geigenmusik in Horrorfilmen, kurz bevor etwas Schlimmes passiert. Eine gut platzierte musikalische Untermalung lenkt die Aufmerksamkeit deines Publikums auf Schlüsselinformationen und verbessert so auch das Verständnis der präsentierten Inhalte. Denn diese Inhalte sind das A und O eines jeden Erklärvideos. In der heutigen Welt, in der die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen begrenzt ist, ist es entscheidend, ihre Aufmerksamkeit während des gesamten Videos aufrechtzuerhalten. Und auch dabei hilft dir eine gute Hintergrundmusik. Sie wirkt belebend und macht Lust, das ganze Video anzusehen, sodass alle Informationen bei deinem Publikum wirklich ankommen. Zu guter Letzt kann Musik in Erklärvideos eingesetzt werden, um eine Markenidentität aufzubauen oder zu festigen. Indem in mehreren Videos die gleiche oder ähnliche Musik eingesetzt wird, entsteht ein Wiedererkennungseffekt und wenn die Musik oder ähnliche Musik wiedergehört wird, kann es eventuell sogar auch im Alltag dazu kommen, dass Menschen sich wieder an die Inhalte deines Videos erinnern. Auch wenn Musik in Erklärvideos eine entscheidende Rolle spielt, sollte sie nicht im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr als Hilfsmittel dienen. Sie soll die Stimmung und die Informationen, die du vermitteln willst, unterstützen. Deshalb solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass das Voice-Over nicht übertönt wird, damit die eigentliche Information nicht verloren gehen. Wähle eine Musik aus, die rein instrumental, also ohne Gesang ist. Auch die Dynamik, also Lautstärkenunterschiede und Stimmungswechsel des Titels, sollten gering sein, um nicht von den Inhalten abzulenken. Um die Aufmerksamkeit des Publikums aufrechtzuerhalten, eignen sich grundsätzlich etwas schnellere Stücke am besten. Also solche mit einer hohen BPM-Zahl ab ca. 90 Beats pro Minute. Das Tempo des Musiktitels sollte aber trotzdem mit der Geschwindigkeit deines Videos harmonieren. Heißt, wenn du viele Szenenwechsel und schnelle Animationen in deinem Video verwendest, passt dazu ein schnellerer Track als bei einem langsamen Animationstempo. Achte außerdem darauf, dass du einen Titel auswählst, der eine passende Länge für dein Video hat. Das Musikstück sollte mindestens so lang sein wie das Video, aber im besten Fall auch nicht viel zu lang. So sparst du dir unnötige Arbeit beim Zuschneiden. Da Musik unterschiedliche Emotionen hervorrufen kann, ist es besonders wichtig, ein Musikstück mit der richtigen Wirkung zu finden. Dabei spielen sowohl die Stimmung des Musikstücks als auch das Genre und die eingesetzten Instrumente eine Rolle. In den meisten Fällen ist Musik mit einer positiven Stimmung am besten geeignet. Insbesondere bei zwischenmenschlichen Themen bietet sich aktivierende und fröhliche Musik an. Wenn es in deinem Erklärvideo um technische Inhalte geht, passen oft elektronische und kühlere Klänge gut zur Thematik. Lerninhalte lassen sich am besten mit einer neutralen und zurückhaltenden Musik vermitteln. Und je nach Thema kann auch eine verspielte oder sehr emotionale Musik zu spannenden Ergebnissen führen. Neben der Thematik des Videos solltest du bei der Auswahl der Musik unbedingt auch das Publikum im Blick behalten. Die Musik sollte vom Genre, Tempo und Stimmung zum Geschmack deiner Zielgruppe passen. Denn das Anschauen des Videos soll sich natürlich anfühlen. Richtet sich dein Video an ein Fachpublikum mittleren Alters, ist ein Hip-Hop-Track wohl eher unpassend. Teenager dagegen wären von neutralen Titeln aus der Corporate-Abteilung vermutlich gelangweilt. Sind die Illustrationen in einem freundlichen Comic-Stil gehalten, passt auch eine verspielte, sogar kindliche Musik hervorragend zum Video. Bei kühlen Farben und minimalistischen Illustrationen sollte sich auch die Musik unauffällig verhalten und eher neutral sein. Willst du wissen, welche Zeichenstile es gibt
und herausfinden, welcher am besten zu deinem Video passt, dann schau mal in unser Video zu den 7 erfolgreichsten Erklärvideostilen rein, das ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Grundsätzlich ist es so, dass Titel aus Genres wie Pop, Elektronik oder Corporate in den meisten Fällen funktionieren. Spezielle Kategorien wie Rock, Country oder Jazz eignen sich hingegen nur bei speziellen Erklärvideos. Welches Genre, welche Stimmung, Tempo und Instrumente am Ende am besten passen, ist natürlich zum einen Geschmackssache. Ist man unsicher, gibt es aber ein Mittel, das garantiert funktioniert. Probieren geht über Studieren. Versuch dazu, einfach mal unterschiedliche Tracks unter dasselbe Video zu legen und beobachte das Ergebnis. Wie verändert sich die Stimmung und die Wirkung? Wie gut kannst du dem Video folgen? Und ist es überhaupt alles verständlich, was du da siehst? Mit ein wenig Übung wird es dir schon bald leichter fallen, einzuschätzen, welche Musik für ein bestimmtes Video am besten funktioniert. Musik ist heute so verfügbar wie nie. Neben Popmusik auf Spotify, YouTube und Co. gibt es Dutzende Stockmusikbörsen und andere legale bis weniger legale Quellen für Musik, die du technisch gesehen auch in Videos verwenden kannst. Aber wo solltest du anfangen mit deiner Suche, wenn du die perfekte Musik für deinen Erklärfilm suchst? Zunächst einmal würde ich dir dringend dazu raten, nach einer legalen Quelle für deine Musik zu suchen und dich darüber zu informieren, was überhaupt legale Verwendung von Musik bedeutet. Denn schließlich möchtest du deine Videos später auch veröffentlichen und das funktioniert eben nicht mit Raubkopien von Songs aus den Charts. Ganz abgesehen davon sind Songs mit Text ja sowieso nicht geeignet als Hintergrundmusik für Erklärvideos. Wenn du deine Videos vor allem auf YouTube veröffentlichen möchtest, findest du in der YouTube Audio Library eine große Auswahl von Musik, die du als Hintergrundmusik verwenden kannst. Diese kannst du nach Genre, Stimmung und Länge filtern. Außerdem kannst du dich entscheiden, welche Lizenztyp die Musik haben soll, also ob du den Namen des Künstlers in der Videobeschreibung angeben musst oder eben nicht. Wenn du kommerzielle Erklärvideos produzieren willst, solltest du dir auf jeden Fall mal die Plattform Artlist anschauen. Je nachdem, ob du für deinen eigenen Kanal oder als Teil eines Unternehmens Videos produzierst, stehen dir verschiedene günstige Abo-Modelle zur Verfügung und es gibt auch etwas weniger günstige Abo-Modelle, die du ebenfalls wählen kannst. Bei Artlist erwartet dich nicht nur eine Vielfalt von Musik, sondern je nach Abo-Modell auch Video-Footage und Animationstemplates. Außerdem hast du die Möglichkeit, Musik nicht nur nach Genre, Stimmung und Länge zu filtern, sondern auch nach bestimmten Instrumenten, Tempi und sozusagen Themen oder Inhalten des Videos, in dem du sie verwenden möchtest. Du kannst außerdem Titel mit Gesang aus deiner Suche von vornherein ausschließen. Viele Künstler bei Artlist bieten aber auch zusätzlich zu ihren Songs, die Gesang beinhalten, instrumentale Versionen derselbigen an. Eine weitere spannende Plattform ist Envato Elements. Hier kannst du ebenfalls für einen günstigen Preis Musik für deine Erklärvideos suchen. Auch hier musst du ein Abo abschließen, aber wenn du dieses Abo hast, stehen dir dort unzählige Titel als Hintergrundmusik für deine Videos zur Verfügung. Envato stellt dir als Filter ähnliche Kategorien wie Artlist zur Verfügung. Außerdem kannst du dort nach Musik aus bestimmten Jahrzehnten suchen. Auch Envato bietet dir neben Musik viele weitere Assets für deine Videos wie Grafikvorlagen, Bilder und sogar Stockvideos. Noch mehr dazu, wo du Musik für deine Videos findest, erfährst du in unserem YouTube-Video zu den 7 besten Anbietern für GEMA-freie Musik. Das Video habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Bei Envato Elements, Artlist und der YouTube Audio Library findet ihr übrigens auch eine große Auswahl an Soundeffekten. Insbesondere in Erklärfilmen und anderen animierten Videos spielen Soundeffekte eine sehr wichtige Rolle. Wollt ihr wissen, warum das so ist oder wie ihr sie am besten einsetzen könnt? Wenn euch das Thema interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann machen wir demnächst sicherlich auch mal darüber ein Video. Das Ziel eines Erklärvideos ist es, dein Publikum in kurzer Zeit zu überzeugen, eine emotionale Bindung herzustellen und vor allem natürlich die gewünschten Informationen zu vermitteln. Musik spielt einfach eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Wirkung von Erklärvideos. Sie beeinflusst die Atmosphäre, unterstützt die Geschichte, ruft Emotionen hervor, stärkt die Markenidentität und hilft dir, die Aufmerksamkeit deines Publikums zu wecken und vor allem zu halten. Bei der Produktion von Erklärvideos ist es daher wichtig, die Musik sorgfältig auszuwählen und sie gezielt einzusetzen, um die gewünschten Effekte zu erzielen und eine wirkungsvolle Kommunikation zu ermöglichen. Wenn du noch mehr über Erklärvideos erfahren möchtest, wirf mal einen Blick auf unsere YouTube-Playlist Erklärvideos erklärt. Dort findest du eine ganze Reihe von Tipps und Tricks zum Thema Erklärvideos. Zum Beispiel Informationen dazu, wie du Erklärvideos selber produzieren kannst, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und eine Erklärvideo-Drehbuchvorlage, die ich dir einerseits erkläre und die du andererseits auch in unserem Blog runterladen kannst. Den Link zur Playlist findest du auf unserem Kanal und in der Videobeschreibung. Und wie du die größten Fehler bei Erklärvideoproduktionen umgehen kannst, solltest du direkt im Anschluss mal anschauen, denn auch dazu haben wir ein Video für dich vorbereitet.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim nächsten Video von MindNapped. Mit Videos mehr erreichen.